Hallo und willkommen zurück zu Simon der Sorcerer. Wir werden uns von unserem Dichter begeben. Der war hier... Was ist denn hier los? Kann man den auftauen? Nein, so ist er cooler. Okay. Bist du es wieder, junger Simon? Was verschafft mir das Vergnügen? Ich habe ein Losungswort bekommen. Mein Bart juckt ein wenig. Aber du... verstehe. Du darfst weiter, junger Simon. Aber lass dich nicht von diesen Zauberern in die Irre führen. Ein Geheimgang, was? Dieser Ort wird langsam interessant. Oh, lass dich nicht stören, junger Simon. Na los, mach dich auf den Weg und genieß dein Abenteuer. Ich bleibe einfach hier und schreibe weiter. Allein. Wie immer. Okay. Dann husch da rein. Ich habe versucht, es dir zu sagen. Ich stehe kurz davor, die größte Entdeckung unserer Zeit zu machen. Hör zu, du elender alter Kerl. Du plapperst ständig über den ersten Zauberer und deine unglaubliche Entdeckung. Aber das ist nur das langweilige Geschwätz eines unverbesserlichen Miesepeters. Es ist alles wahr, du versoffener Dummkopf. Ach ja? Und was ist dann aus deinen kostbaren Folianten des ersten Zauberers geworden? Sag schon. Diese verfluchte Prophezeiung hat meine Pläne durchkreuzt. Ich habe Grund zur Annahme, dass unsere Welt von einem finsteren Wesen infiltriert wurde. Er hat sogar mein Boot gestohlen. Ah, also ist die Prophezeiung schuld daran. Sehr komisch. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Und wenn ich diese Folianten in die Finger bekomme... Schweig jetzt, Sordid. Ich glaube, wir haben alle genug von deinen Lügengeschichten gehört. Du denkst, du kannst hier einfach reinplatzen, die Regeln des Zirkels ignorieren und unseren Frieden stören? Du hast sogar gegen Regel 137 verstoßen. Lügengeschichten? Das wirst du noch bereuen. Ich werde diese Folianten finden. Und was dieses vorlaute Kind aus der Prophezeiung angeht, ich werde es vernichten. Niemand wird mir meinen ruhmreichen Moment zunichte machen. Vielleicht sollte ich bitte gehen. Ich sollte ihm lieber nicht sagen, wer ich wirklich bin. Nein, das sollten wir nicht. Da kann man sogar hoch. Da ist nichts. Warte mal, wir checken mal kurz ab. Spielt ihr was Interessantes? Etwas Magisches vielleicht? Nein? Ich spiele vielleicht Okay. mal Wow. Ziemlich beeindruckende Hintergrundmusik, Kumpel. Sehr atmosphärisch. Es klingt fast wie eine Komposition von Mason Fisher persönlich. Okay, ein wenig vor. Wer hätte gedacht, dass ein Zirkel von Zauberern so langweilige Hobbys hat? Ich muss mit denen reden, oder was? Ist das da ernst? Ich hab sonst nichts. Du musst Sordid sein, stimmt's? Ich wollte nur fragen... Was? Verzieh dich, Junge. Ich möchte meine Zeit nicht mit jemandem wie dir verschwenden. Du da, mein Kind, komm her. Ich möchte lieber nicht herkommen. Sprichst du mit mir, du alter Knacker? Na hör mal, natürlich habe ich mit dir gesprochen. Siehst du etwa noch ein anderes Kind hier? Also, sag mir, wie bist du hier reingekommen? Diese Halle ist den Mitgliedern des Zirkels vorbehalten.
Dafür kannst du dich beim Direktor bedanken. Er hat mir gesagt, wie ich hier reinkomme. Dieser verrückte Spinner. Ich werde ihm beibringen müssen, seine Klappe zu halten. Und was genau machst du hier? Ich muss mit Zordit sprechen. Ich muss ihn zu seiner Forschung befragen. Viel Glück damit. Dieser Speichellecker würde sich niemals Zeit für jemanden wie dich nehmen. Es muss doch einen Weg geben, ihn davon zu überzeugen, mit mir zu sprechen. Lass mich nachdenken. Aha. Vielleicht würde dir ein klatschnasser Zauberer dabei helfen. Ein was? Ein klatschnasser Zauberer. Das ist sein Lieblingsgetränk. Und er eignet sich perfekt, um Leute zum Reden zu bringen. Mir persönlich schmeckt er nicht. Er ist ein wenig zu anspruchsvoll für meinen Gaumen. Nur jemand wie Sordid würde... Und wie bekomme ich einen? Wo waren wir? Oh ja, die Zubereitung ist relativ einfach. Du musst nur eine Essenz der Nässe zu einem gewöhnlichen nassen Zauberer hinzufügen. Und einen nassen Zauberer bekommst du in jedem anständigen Gasthaus. Doch die Herstellung der Essenz der Nässe ist nur einigen wenigen Zauberern vorbehalten. Ich gehöre jedoch nicht zu ihnen. Vielen Dank. Aber warum hilfst du mir? Mir gefällt der Gedanke, diesen alten Miesepeter Sordid zu ärgern. Kalypso weiß vielleicht etwas darüber. Ich sollte ihm einen Besuch abstatten. Ich hoffe nur, dass der alte Kauz nicht tatsächlich an Altersschwäche gestorben ist. Calypso. Okay, das ist der von ganz am Anfang. Wir müssten eigentlich dorthin reisen können, oder? Das mal hier. Ich muss zum Dorf und dann nochmal runter. Und da wäre auch das Gasthaus, ne? Schauen wir erstmal ins Gasthaus, wenn wir schon mal hier sind. Sei gegrüßt, mein junger Freund. Schon wieder zurück? Was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne einen nassen Zauberer, bitte. Bist du sicher, dass du alt genug bist, um zu trinken? Ich nehme dich nur auf den Arm. Bezahl und er gehört dir. Ich habe diesen Gutschein gefunden. Willst du mich etwa mit einem abgelaufenen Gutschein abspeisen? Wofür hältst du mich? Komm wieder, wenn du das nötige Kleingeld oder einen gültigen Gutschein dabei hast. Okay. Das ist nicht gut. Ein gewisser Dr. von Jones organisiert eine Expedition nach Fleur de Lis. Wie es aussieht, ist er auf der Suche nach ein paar Praktikanten, die ihn dorthin begleiten. Da Free Gutschein. Kann man das da vielleicht Na, mal... das ergibt keinen Sinn. Nee, es ergibt wirklich keinen Sinn. Warum soll... Weiß ich doch nicht. Na, Warte mal, was ist denn das da eigentlich? Warum soll... Weiß ich nicht, was getrocknete Algen sind. Da stimmt was. Man probiert halt so alles Mögliche. Ich weiß nicht, wie ich das sonst hinkriege. Okay. Irgendwie kriegen wir das dann schon hin. Jetzt gehen wir nochmal zu Calypso. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen laufen, oder? Hey, du alter Kauz. Oh. Niemand zu Hause. Wo kann er nur sein? Gute Frage. Was haben wir denn hier? Übel riechendes Gemisch. Habe ich da noch? Nein, ich werde nichts von diesem schrecklichen Gebräu mitnehmen. Okay.
Gelobt sei die Sonne. 10 todsichere Tipps, Untoten zu entgehen. Der Alchemielehrling, Band 1. Wie man einen Destillierapparat erhitzt. Die Gesetze der Magie, wie sie lauten und wie man sie umgeht. Ich und mein Eintopf. Ein Buch, das sich in kein Genre einordnen lässt. Okay, schauen wir hier unten erst einmal nach. Ein Haufen alter Bücher. Mal sehen. Das Handbuch für nicht spielbare Charaktere. Mit 3 einfachen Zaubersprüchen zum Eigenheim. Drachen. Niedlich, bis sie erwachsen sind. Was für ein Quatsch. Samenzauber. Ein praktischer Leitfaden für magische Landwirtschaft. Wie man den Auserwählten erkennt. Mimics. Missverstandene Kreaturen? Das ist alles, was wir schon entdeckt haben jetzt, ne? Gehen wir mal hoch. PS. Anbei ein Foto, das dich an mich erinnern soll. Sie sieht nett aus. Sonst gibt es hier nichts Nützliches. Nur noch mehr Gerümpel von diesem alten Kauz. So wird's doof. Ich dachte, wir kriegen hier... Wir kriegen hier was. Was ist das für ein Ramsch? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ätzend ist. Ätzend. Aber hier habe ich alles schon durchsucht, ne? Das ist ja doof. Was ist das da hinten noch? Was sagt denn das Tagebuch? Aber trinke ich nicht. Das ergibt... Naja, ich wollte was versuchen. Getrocknete Algen. Dass ich vielleicht nochmal ein Ding mischen muss? Da stimmt was. Ja. Mitnehmen kann ich da auf jeden Fall nichts. Ich werde nichts von... Scheiße, ich dachte, ich krieg hier... Und das Buch. Wie man einen W4 überlebt. Okay. Bringt mich hier irgendwie nicht weiter. Da kann ich jetzt nicht mehr gucken. Vielleicht muss ich doch erst in der Kneipe irgendwas machen. Ich habe kein Geld, ne? Ich habe jede Menge Scheiße, aber kein Geld.
Ich nehme an, du kannst mir nicht einfach einen Drink geben, oder? Tut mir leid, mein junger Freund. Ich würde pleite gehen, wenn ich allen kostenlos Alkohol ausschenken würde. Du könntest natürlich auch einen der Gutscheine verwenden, die ich vor einiger Zeit verschenkt habe. Aber es könnte schwierig werden, einen zu finden. Den letzten habe ich diesem betrunkenen Pfarrer da drüben gegeben. Mhm. Dem Pfarrer. Ist aber nett, ich muss in die Kirche zurück. Willst du mich etwa mit einem abgelaufenen Gutschein abspeisen, mein junger Freund? Ich bin doch nicht von gestern. Besorg einen gültigen Gutschein oder etwas Kleingeld. Bei ihm kann ich ja nicht anvisieren, ne? Da auch nicht. Was passiert denn nicht da? Ah, das könnte mich in Schwierigkeiten bringen. Da wäre noch ein Drink. Ich weiß nicht, ob das sicher ist. Und was, wenn ich da... Lieber nicht. Ich kann hier gar nichts machen. Also der hatte den letzten Gutschein. Das ist der abgelaufene, klar. Den habe ich aus dem Fahrerbüro. Wie kriege ich das hin? Warum sollte ich das tun? Ich weiß es nicht. Warum soll... Na, das ergibt keinen Sinn. Ich weiß. Ich versuche aber trotzdem irgendwie was. Das magische Wörterbuch bringt mich doch auch nicht weiter, oder? Ich glaube, das werde ich... Abgelaufen. Mist, ich hätte einen Drink vertragen können. Durch die Zeit zurück geht auch nicht, ne? So, Kack. Ich weiß nicht, wie ich das manipulieren soll. Mal. Ich glaube nicht, dass er handeln möchte. Na, das ergibt keinen Sinn. Nee. So. Dann schauen wir doch mal, dass wir Calypso vielleicht doch finden. Er kann ja nicht weg sein, oder? Vielleicht müssen wir doch weiter nach links laufen. Also das fällt mir gar nicht ein. Nee. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Bestimmt. Da irgendwo ist. Ach, da war ja was. Genau. Da ist er doch. Was ist in dich gefahren?
Simon, was machst du hier? Ich könnte dich dasselbe fragen. Mich? Kein Grund zur Sorge. Ich bin gerade dabei, ein paar Forschungen nachzuholen. Überrascht mich zu sehen? Ich muss gestehen, ich dachte schon, du wärst im Magen irgendeiner Kreatur gelandet. Nun, einmal war es ganz schön knapp. Ich brauche Hilfe. Wobei? Nun sag schon. Ich habe möglicherweise neue Informationen über den ersten Zauberer gefunden. Aber ich muss eine Essenz der Nässe herstellen. Weißt du, wie das funktioniert? Essenz der Nässe? Versuchst du etwa jemanden abzufüllen, Simon? Nun ja, vielleicht. Ich erinnere mich wirklich nicht. Tut mir leid, Junge. Bekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal irgendwo gelesen habe. Warum haben sie mir keine Komplettlösung für dieses Spiel gegeben? Gute Frage. Sind das Bücher? Chippy, wie kommt's, dass du immer aus dem Nichts auftauchst? Was ist denn, Simon? Hast du etwas Interessantes herausgefunden? Nicht viel, fürchte ich. Ich versuche, diese Zahlen zu interpretieren. Aber die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Leider. Niemand hat daran gedacht, sie korrekt zu beschriften. Deshalb ist die ganze Sache etwas schwierig. Hast du Chippy schon kennengelernt? Wen? Oh ja. Du meinst den kleinen Racker hier? Ja. Irgendwie hat er es geschafft, in mein Haus zu kommen. Und jetzt ist er hier. Aber ehrlich gesagt freue ich mich über die Gesellschaft. Kennst du einen Zauberer namens Sordid? Sordid. Der Name kommt mir bekannt vor. Soweit ich weiß, hält der Zirkel nicht besonders viel von ihm. Ich muss los. Okay, das ist so hilfreich wie eine Kartoffel. Was sind das für Symbole? Ich weiß es nicht. Was sollte man sich merken, dass hier so eine Steintafel ist? Vielleicht ist jetzt hier irgendwie was anderes. Altes Buch? Wie man den Nee. Gebunden? Ist da was Neues hinzukommen? Gelobt sei die Sonne. 10. Die Gesetze, wie sie lauten. Ich und mein ein Buch, das ich... Wie man einen Oben ist auch nichts, ne? Da ist nichts, ne? Sonst gibt es hier nichts Nützliches. Nur noch mehr Gerümpel von diesem alten Kauz. Scheiße ist doch das. PS. An Bayer... Sie sieht... Ja, das kennen wir alle schon. Das gibt's doch nicht. Buch der guten Küche? Hab ich schon gehabt? Der Herr des Herdes. 100 Rezepte und wie man sie meistert. Mal sehen. Kastanien à la Troll. Drachenbein mit Orangensauce. Aha, Essenz der Nässe. Ich hab's. Ah, Gott sei Dank. So, dann können wir jetzt gehen. Moment mal.
Das sollte ich mir genau durchlesen, bevor ich das Gemisch zubereite. Das sollte ich mir genau durchlesen. Ja, wie? Achso. Rezept für eine Essenz der Nässe. Füge einen Strang getrockneten Seetang hinzu. Füge 2 Prisen Feenstaub hinzu. Rühre um, bis sich das Gemisch grün färbt. Kühle das Gemisch, bis es sich blau färbt. Leere das Gemisch in einen Behälter. Okay, ich weiß wo. Ich weiß wo. Vielleicht muss ich da nicht nochmal zurück. Und wir haben doch eigentlich einen Schlüssel gekriegt, ne? Haben wir die noch? Nee. Der war für den Käfig von den Kleinen da, ne? Da rein. So, was war es jetzt? Wir müssen da. Füge einen Strang getrockneten Seetang hinzu. Dann Feenstaub. Füge 2 Prisen Feenstaub hinzu. Und dann rühren, bis die Galle kotzt. Rühre um, bis sich das Gemisch grün färbt. Aber. Und dann kühlen, ne? Phrases Nesius! Kühle das Gemisch, bis es sich blau färbt. Ich glaube, sie ist bereit. Ich muss sie nur irgendwie aufheben. Meine Flasche sollte helfen. Genau. Wir haben doch die rote Flasche noch. Geschafft! Jetzt muss ich nur noch einen nassen Zauberer besorgen. Ach so. Jetzt will mir aber bloß die Kneipe ein. Aber wenigstens haben wir das so. Was ist das hier? Ersatzhebel für magische Laterne. Dafür ist es vielleicht ein bisschen spät. Wie kann ich dir helfen? Bis dann. Du weißt, wo du mich findest, wenn du etwas brauchst. Okay. Gehen wir noch mal in die Kneipe. Oder wir gehen jetzt mal da rein. Wie kann ich dir helfen, Junge? Frag einfach. Nee, Bis da später. keine Ich bin Infos. sicher, du findest etwas, das dir gefällt. Wenn du wiederkommst. Kann ich den... Ich glaube nicht, dass er handeln möchte. Ich nehme an, du kannst mir nicht einfach einen Drink geben, oder? Tut mir leid, mein junger Freund. Ich würde pleite gehen, wenn ich allen kostenlos Alkohol ausschenken würde. Du könntest natürlich auch einen der Gutscheine verwenden, die ich vor einiger Zeit verschenkt habe. Aber es könnte schwierig werden, einen zu finden. Den letzten habe ich diesem betrunkenen Pfarrer da drüben gegeben. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ich nehme an, Tut mir leid, ich würde Ach so. pleite. Du könntest, Ich aber es kann- könnte schwierig. Den letzten. Wie kriege ich das hin, dass ich da... Willst du mich etwa mit ein... Ich bin doch nicht von... Besorg einen...
Warum so... Aber wo habe ich einen abgelaufenen Gutschein? Wie soll ich das hinkriegen? Ich habe keine Ahnung. Warum so... Könnte das nochmal ein wenig hilfreicher sein? Ich habe auch immer noch die Feder, ne? Ich glaube nicht, dass er... Mhm. Mir fällt gerade nicht wirklich irgendwie was ein. Nicht unbedingt mein Genre, aber könnte nützlich sein, um Insekten zu zerquetschen. Ich hoffe, dass ich nichts potenziell Tödliches hergestellt habe. Nicht schon wieder. Abgelaufen. Mist, ich hätte einen Drink vertragen können. Ja, das ist ja das. Es sagt ja nichts. Lieber nicht. Leider Gottes fällt mir jetzt da nichts ein, wie man das da hinkriegen könnte. Ich würde fast sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Da sage ich dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.